Wie ihr hier jetzt sehen könnt, geht es in dem Video um die Sitzbank. Und zwar werde ich das Blech anfertigen und den Schaumstoff zuschneiden. Der Stoff folgt in dem nächsten Video. Oder sagen wir so, in einem anderen Video. Hier seht ihr die ersten Versuche für die Sitzbank. Ich mache das jetzt erstmal alles aus Pappe. Ich will hier noch so einen kleinen Tunnel machen für das Rad, damit es gut einfedern kann. Und dann ist der Plan, das alles aus Alu nachzubauen und dann die Aufpolsterung zu machen. Bin aber noch nicht ganz sicher, wie ich das hier festmache. Also vorne ist klar, da haken wir es ein, aber hinten weiß ich noch nicht genau, ob ich es mit diesen Pappschlössern mache. Wo ist es hin? Irgendwo hatte ich es doch gerade eben noch in der Hand. Ah, hier. Ob ich das hier mitmache, die sind eigentlich ganz cool, die Dinger, da drückst du drauf. Und dann ist das draußen. Dann könnte man die Sitzbank einfach so einrasten. Bräuchte man kein Werkzeug, um die abzunehmen. Die Frage ist, warum sollte man sie abnehmen ohne Werkzeug? Da ist ja eh nichts drunter. Egal. Ich muss noch überlegen, wie ich das hier alles festbekommen kann. Jo. Ich werde jetzt diese Sitzbank hier, die Schablone aus Alu nachbauen. Dazu habe ich hier dieses schöne Alublech. Ich gucke immer auf den Wertstoffhof. Manchmal liegt da auch ein bisschen was rum. Und das ist auch so ein Teil, das war für 0 € im Schrott. Da habe ich lieb gefragt, ob ich das mitnehmen darf. Und hat er mir erlaubt, das mitzunehmen. Das ist reines, schönes, tolles Aluminiumblech. Und ich werde das jetzt hier mal so versuchen nachzubauen. Mal sehen, wie weit ich komme. Vielleicht wird es auch nichts, aber ein Versuch ist es wert. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich etwas natürlich hier rüber Reserve lasse. Ich werde vorne das Stück in einem Teil belassen. Innen drin diesen kleinen Ausschnitt werde ich machen und dann kann man das hochklappen und das andere gerade auslassen. Und dann werde ich das da vielleicht ein bisschen verschweißen. Ich denke mal, das hier bekomme ich nicht hin aus einem Teil. Also ich denke mal, diese Platte hier unten und dieses gebogene werde ich aus 2 Teilen machen und dann hier versuchen zusammenzuschweißen. Ich bin jetzt kein Aluschweiß-Profi, aber ich denke mal, das wird irgendwie funktionieren. Und dann tasten wir uns mal schrittweise an das ganze Thema ran. Dann werden wir das jetzt mal grob zuschneiden. Ja, grob haben wir es. Ich habe hier noch ein bisschen rumgezeichnet und wir werden jetzt hier 2 kleine Löcher bohren und hier 2 größere und da noch in die Mitte, weil das wird ja die Aufnahme also die Einrastung vom Tank hier, dass man das so einschieben kann. Und dann werde ich es hier ansägen und oben einmal quer und dann hier eine Knicklinie und hier ist auch eine Biegelinie. Und das hier ist auch eine Biegelinie, dann gucken wir mal, wie das Ganze so wird. Dann erstmal die kleine. Die kleinen Löcher habe ich gebohrt, damit, wenn wir das hier hochbiegen, es hier einen schönen Übergang gibt. Jetzt bohren wir noch die 6 mm Löcher. Alles schön entgraten. Es wird zwar gesägt, aber man kann ja trotzdem schon mal kurz ein bisschen entgraten. Der Bohrer war nicht ganz so scharf. Ich habe auch gedrückt wie so ein Aff. Aber jo. Alles ist jetzt ausgesägt, so wie es sein sollte. Das hier ist die Knicklinie. Ich werde das Ganze jetzt hier so einspannen und dann es hier runterdrücken. Natürlich so einspannen und dann hier runterdrücken, damit das mittlere gerade bleibt. Schöne Biegevorrichtung. Wieder einen Schritt weiter. Habe das hier mal ein bisschen festgebrutzelt.
Und hier wird es jetzt auch noch fest. Hier hat ein bisschen Material gefehlt, da werde ich was einsetzen. Und dann wird das hier noch getrimmt und dann hier hochgebogen noch, also die Kante umgeschlagen und dann wird das ganz gut. Also das Endergebnis wird am Ende gut aussehen. Jetzt sieht es ein bisschen scheiße aus, aber passt eigentlich alles schon ganz gut. Kann man auch schön hier rausnehmen. Also ich glaube, so. Am Ende wird es gut aussehen. Ich hätte auch ein flaches Blech nehmen können, aber ich wollte unbedingt halt hier hinten diesen Hohlraum haben. Man sieht hier noch schön, dass ich was auffüllen muss. Aber dann sieht das ganz cool aus. Und das Rad kann gut einfedern. Die Sitzplatte habe ich jetzt angefangen zu schweißen, ist noch nicht ganz fertig, mache ich schrittweise, damit nicht alles zu heiß wird. Hier vorne habe ich auch noch ein paar Schweißpunkte gesetzt, werde überlegen, ob ich hier vorne noch diese 2 Löcher zumache. Schaumstoff für oben drauf ist auch bestellt. Und ich hatte mir vorgenommen, hier an dieser roten Linie, wie man sehen kann, ich muss mal die Kamera ein bisschen putzen. So ist schon besser. Hier an der roten Linie das Ganze hochzubiegen, dass der Stoff einen sauberen Übergang hat und nicht an einer scharfen Kante vielleicht einreißen könnte. Man legt ja immer noch so einen zweiten Schaumstoff unter den Stoff, damit das besser ist und sich nicht aufreibt, aber vielleicht ist es ganz gut, das noch hochzubiegen. Das schaue ich jetzt, ob ich das alles noch hinbekomme. Also ich schweiße das fertig, passe das hier alles an. Hier gibt es noch so ein paar Kanten, die weg müssen und dann biegen wir das hoch. Dann biege ich das hoch und dann gucken wir mal, wie das Ganze so am Ende wirkt. Das hier ist natürlich alles noch nicht ausgerichtet. Und da werden hier unten 2 Laschen dran kommen, die dann von innen, hier ist noch eine kleine Durchführung. Da werde ich vielleicht eine Mutter einschweißen, dass ich dann das Ganze hier schön festschrauben kann. Ich glaube, auf der Seite, da ist schon sogar eine Mutter drin. Ja, da ist eine Mutter drin. Und auf der Seite auch. Also, dann brauche ich ja keine einschweißen. Mal sehen, wie es wird. Ich hatte noch überlegt, hier eine Versteifung drauf zu machen, aber ich glaube, das ist stabil genug. Und hier auch wieder beim Schweißen darauf achten, dass man schön überall rankommt und so bequem wie möglich ist. Dann bekommt man auch eine gute Schweißnaht. Ich bin jetzt kein Aluschweiß-Profi, das sieht man auch schön, aber man muss es irgendwann mal lernen. Und hier kommt überall Stoff drüber, deswegen sieht man es eh nicht. Also es ist ideal für mich. Ist halt nicht so schön wie Edelstahlschweißen. Upsi. Das ist, glaube ich, mein zweites Aluminiumteil, was ich gerade schweiße. Also einfach üben. Üben, üben, üben. Wunderschön. Das war auch bei dem Bauteil war es auch sehr schwer, dass ich nicht perfekt die Bauteile haben nicht perfekt gepasst. Deswegen war ein kleiner Spalt, aber ich habe es zubekommen. Das sieht doch eigentlich ganz witzig aus. Das wird auf jeden Fall halten. Sowas hier, das wird halt schwer, aber das kriegt man hin. Also hier auch, das Loch ist jetzt zu, also der Spalt. Und wer halbwegs normal wegschweißen kann, ich sage jetzt nicht, dass ich gut wegschweißen kann, aber wer halbwegs normal wegschweißen kann, der kann auch hier Alu irgendwie zusammenbrutzeln. Optisch würde ich natürlich das jetzt, vielleicht würde ich eine 5 geben. Also ich habe jetzt alles fertig geschweißt, rundherum einmal und werde jetzt alles verschleifen. Vor allem von hier innen und dann nochmal von innen die Naht nachziehen, damit es dann von innen auch schön ist und dann auch nochmal von innen verschleifen, weil innen ist ja auch das, wo das Rad nachher quasi einfedern darf und das könnte man ja dann vielleicht noch sehen. Deswegen muss es innen auf jeden Fall schöner sein als hier. Rückseite fertig, geschweißt. Jetzt wird alles nochmal verschliffen. Soweit ist die Sitzplatte jetzt fertig. Ich denke mal, hier diese Seiten werde ich noch ein bisschen umschlagen. Ja, da brauchen wir gar nicht erst hinsehen. Es hält aber alles soweit, ist ganz gut. Hier kommt noch dieser Verbundschaumstoff drauf. Wird aufgefüllt bis hier oben. Kommt noch zusätzlich ein Zwischenvlies und Zwischenschaumstoff, der das Ganze dann noch etwas weicher runter macht. Der ist schon bestellt, der Schaumstoff, kommt aber noch nicht. Und
Sache nehmen. Ich werde hier diese Gewinde nehmen. Hier steckt schon ein Bolzen drin. Werde ich unten eine kleine Lasche an das Blech hier dran machen. Dann kann man das reinrasten, runter machen. Von innen dann festschrauben. Hier so einfach so ein Blech dran. Der Heckfender ist jetzt auch soweit festgeschweißt. Die Aufnahme gebaut. Und das sieht ganz gut, das passt. Hier werde ich vielleicht noch ein bisschen was anpassen, wobei das so ein bisschen Luft kein Problem darstellt. Und dann haben wir hier schön die Form von hier oben runter so leicht geschwungen und dann wieder hier hoch. Ja, ich habe die Stoßdämpfer ja bestellt und vorne auch den Tacho. Da kann ich leider nicht weiterbauen an der Lampe und den Tacho, weil ich den Tacho nicht geliefert bekomme. Und ich möchte das in einem zusammenbauen, damit ich weiß, wie die Abstände sind. Ist halt doof, wenn es jetzt nicht geliefert wird, aber hier hinten gibt es ja noch ein bisschen was zu tun. Der Auspuff wird auch geliefert, das dauert leider auch etwas länger. Wenn ich den Auspuff habe, kann ich ungefähr gucken, wie ich den hier hin mache. Und dann kann ich auch sehen, welchen Durchmesser ich am besten nehme für die Verrohrung von hier, vom Zylinder bis ganz hinten. Hatte ich erst überlegt, Titan zu nehmen, bin ich mir aber noch nicht ganz schlüssig, ob ich das wirklich machen soll mit Titan. Und sonst kommt jetzt als nächstes, das Teil ist ja jetzt feste, könnte ich jetzt anfangen, das Rücklicht anzubauen. Ich wollte hier das Hecklicht einbauen mit Nummernschildhalter und den Blinkern eher außen. Weil ich finde, bei einem Offroad-Motorrad hier die Blinker hinzumachen, ist ein bisschen doof. Wenn es einmal umfällt, war es dann das auch wieder. Also vielleicht mache ich das Alu, was hier unten runter kommt als Versteifung, schraubbar mit entweder Flügelschrauben oder normal, dass man auch das einfach abmachen kann, dass man mal vielleicht ein bisschen Motocross fahren kann mit dem Ding auch oder Enduro oder weiß ich was, wo man kein Nummernschild braucht. Das könnte ich jetzt auch noch anfangen zu bauen hier hinten. Und ja, soweit sieht es eigentlich ganz gut aus, dass ich dann demnächst, wenn die Silhouette, der ganze optische Kram fertig ist, endlich mal dann den Motor ausbaue. Wenn der Motor ausgebaut ist, kommen dann die Teile hier vorne, die Gabel und so, denke ich, zum Eloxieren. Und diverse Teile werden pulverbeschichtet. Während der ganze Kram dann beim Pulverbeschichten ist, versuche ich den Motor neu aufzubauen und dann geht es gut voran. Hier hinten ist ja eigentlich schon alles neu. Stoßdämpfer, Rad ist vorne ja auch neu. Mal sehen, ob es bis zum Frühling klappt. Ach ja, genau. Und wenn der Rahmen zerlegt, also wenn alles auseinandergebaut ist, wird nochmal hier hinten die verschiedenen Sachen werden nochmal geschweißt, die Löcher hierzu und die Halterung perfekt geschweißt, damit das alles passt.